Natürlich erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal Marios Channel. Heute habe ich mir 4 Hähnchenschenkel für etwa 4,50 € gekauft. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ich daraus eine super saftige Frühstückswurst zubereite. Die wird ähnlich gemacht wie ein Fleischkäse. Zunächst werde ich die Hähnchenschenkel entfetten, indem ich die Haut entferne und das grobe Fett abschneide. Danach schneide ich das Fleisch von den Knochen ab. Wer kein Hähnchenfleisch möchte, kann natürlich auch Schweinefleisch benutzen. So, wenn alles klein geschnitten ist, müsst ihr das abwiegen. Das ist sehr wichtig, um die Gewürzmischung zu bestimmen. So wie ihr gesehen habt, mein Schweinebauch ist schon gefroren gewesen. Das sind immer welche Sachen, die ich mir aufhebe. Das habe ich schon klein geschnitten und vorgefroren. Das müsst ihr natürlich auch ganz klein schneiden. Und das Fleisch vom Hähnchen müsst ihr sofort in die Gefriertruhe tun. Und in dieser Zeit, wo ihr eure Gewürze abwiegt, schön durchkühlen lassen. Also 548 Gramm. Ich bin dann von 550 ausgegangen und habe dann noch 50 Gramm fetten Schweinebauch oder könnt auch Rügespeck dazugeben. Also ich nehme jetzt 5 Gramm Pökelsalz und 5 Gramm Bergsalz. 5,84 und den Rest füllen wir auf 10 Gramm mit Bergsalz. 10 ein paar gequetschte. So, das machen wir jetzt hier gleich ins Glas rein. Dann können wir das später gut durchmixen, nochmal schütteln. Und so, dazu brauchen wir ungefähr 60 Gramm Zwiebeln. Die machen wir dann zum Schluss erst dazu. Der Hintergrund: im Mixer können die eventuell bitter werden. Das habe ich schon mal gehabt, dass es leicht bitter war, und das würde ich vermeiden. So, 1,8 Gramm Pfeffer. Das ist minimal mehr, macht nichts. 1,8, das tun wir jetzt gleich hier ins Glas. Bei dem Pfeffer war jetzt noch Massis dabei. Da habe ich mich damals mal verwogen, das dann gerade wegschmeiße. Aber das ist nur eine geringe Menge, was da drin ist. Aber Massis hätte ich wahrscheinlich sowieso ein bisschen dran gemacht. 0,50 Gramm Kreuzkümmel mache ich noch dran. Das müsst ihr nicht nehmen, könnt ihr machen. Ich hab's gern. So, dann mache ich ein bisschen Ingwer dran. 0,18 Gramm. 0,6 Gramm Majoran. Dann habe ich noch Senfkörner, könnt ihr nach Gusto reinmachen. Das kann man auch später reinmachen, also ich mache es mir gleich rein. 0,5 Gramm. Gleich mit rein hier. Dann machen wir noch ein bisschen Paprika, edelsüß rein. 3 Gramm Paprika machen wir noch rein. So, da habe ich hier ein bisschen bunter Pfeffer, da mache ich ein bisschen was dazu. So, das mixen wir schön durch. Müsst ihr gucken, dass das ganz trocken ist, das Glas. Schon habt ihr doch dann Gewürznester. So, also wir haben jetzt hier die Zwiebel, dann hier unsere Gewürzmischung. Was ihr jetzt nicht vergessen dürft, das ist euer guter Hilfsmittel. Ich benutze da 1 Gramm auf 1 Kilogramm. Ja. Das kommt auf die Packungsangabe an vom Hersteller. Da müsst ihr gucken, was drauf steht. Meistens sind es 4 Gramm. Bei mir ist eben 1 Gramm und meins ist auch richtig super gut, muss ich sagen. So, ein bisschen Knoblauchpulver. Ein paar Gardekräuter, alles Mögliche drin. Machen wir noch dazu. Ein bisschen klein schneiden. Dann kommt dann später mit rein. Das ist alles Mögliche, was es so im Garten noch gibt. Tun wir dann zum Schluss. Tun wir das untermischen. So, das ist das alles, was wir dann später untermischen. Was ich da jetzt noch dazu mache, das ist noch so ein bisschen Einlage. Das Speckwürfelchen. Wie gesagt, 1 Gramm Kutterhilfsmittel für ein Kilo. Wir haben aber nur 600 Gramm. Dann brauche ich 0,6 Gramm.
0,7, 0,6, ganz genau. Minimal mehr. Ich habe jetzt noch ein bisschen Eis abgewogen, ist ein bisschen mehr. 126 Gramm, das ist okay. So, als erstes unsere 120 Gramm Eis. Das ist alles. Das lassen wir schnell durch. So. Wir haben ja ein bisschen mehr gehabt und wie ihr seht, es geht ja immer so ein klein bisschen neben dran. Und da passt das wieder. Dann geben wir mal schon so ein bisschen was da rein. Den Rest stellen wir neben hin. Unser Fleisch. Dann tun wir das erstmal ein bisschen vormixen. So. Deckel drauf. So, ich gehe jetzt hier auf manuelles Kochen. Wenn ich es euch jetzt zeige, das sieht man eh nicht, das spiegelt so viel hier draußen. Und da kann man schön die Stufe wählen. Allerdings tut es nicht kochen. Und da gehe ich jetzt erstmal auf Stufe 8. Dann lassen wir das mal kurz anlaufen. So, Pause. Also, so sieht es schon aus. Sieht doch schon klasse aus. Jetzt tun wir das nochmal durchmixen. Geben unsere Gewürzmischung hinzu. Jetzt lassen wir das laufen. Und zwischendurch geben wir unser Kutterhilfsmittel hinzu. Lasst jetzt allerdings wieder weiterlaufen auf Stufe 8. So. Fortsetzen. Kutterhilfsmittel. So, Pause. Jetzt gehen wir hin. Wie ihr seht, das ist schon feiner. Jetzt geben wir nochmal hier den Rest vom Eis hinzu. Nehme die Spachtel hinzu, erhöhe die Stufe auf Stufe 10. Also ich mache jetzt Stopp und erhöhe die Stufe auf 10. Das geht dann richtig der Punk hier ab. Ja. Dann nehme ich die Spatel dazu. Da kann man das bisschen, da ist so eine Spatel dabei, da kann man das bisschen vermischen. Ich lasse es allerdings jetzt nur noch mal kurz laufen. Und zum Schluss, wie gesagt, geben wir noch unsere Kräuter hinzu. So, jetzt tun wir erstmal die Temperatur messen. Gucken wir nochmal rein, messen die Temperatur. Das hat 10 Grad, das passt. Und jetzt mischen wir unsere Restzutaten runter. Allerdings lasse ich es jetzt nochmal ein bisschen laufen und dann ganz zum Schluss machen wir das drunter. Es hat ja jetzt erst 10 Grad. Kutter mal hoch auf 12 Grad. So. Das ist noch feiner. Wir haben jetzt 12,9 und das tun wir jetzt noch untermischen. Ja, unsere Zwiebel, unsere Kräuter, das tun wir untermischen und ihr werdet hier eine ganz tolle Wurst erhalten. So, jetzt stellen wir die Stufe um auf Kneten. Bin jetzt nochmal auf fester Teig gegangen. Ja, das ist besser. So, alles klar, stopp, fertig. So, ich benutze jetzt Backpapier. Da habe ich es am einfachsten.
Da klebt nichts dann und ist am einfachsten. Da kommt auch kein Öl, nichts rein. So, und das kommt jetzt hier rein, das Brät. Schaut es euch an. Super, oder? Schön mit Einlage. So perfekt. Was wollt ihr dann noch mehr? Und sowas bekommt ihr ja überhaupt gar nicht zu kaufen. Ich bin Fitnesssportler und musste mir bisher dann auch gucken auf meine Figur. Allerdings esse ich auch gern ein bisschen was Fettes und es soll ja dann auch ein bisschen nach was schmecken. Und ich verspreche euch, der schmeckt Hammer. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken zu machen. So, Topf ist auch wieder schön sauber, ein bisschen einweichen, Spülprogramm und fertig. Ein bisschen verstreichen, ein bisschen andrücken. Ja, und dann habt ihr schon hier ein ganz geiles Wurstbrät. Der wird allerdings nochmal mindestens doppelt so hoch in die Höhe gehen, also bis hier an den Rand wird er wahrscheinlich noch hochgehen. So, gleich mal noch zur Temperatur. Backofen vorheizen mit 250 Grad, dann auf 160 Grad runterdrehen. Das bleibt dann auch auf 160 Grad, Ober- und Unterhitze. Zweite Backblechstufe, Glas Wasser noch mit reinstelle für die Bräune. Ungefähr 40-45 Minuten ist das Ding durch. So, dann warten wir mal später auf den Anschnitt. So, dann holen wir das mal raus. Oh, das ist doch klasse. So, dann schneiden wir mal ein Stück runter. Oh, perfekt. Man, schaut euch das an. Boah, probiere. Oh, er ist super saftig, ist super weich, super im Geschmack. Und das auf frischem Brot selbst gemacht. Ein Gedicht. Oh, traumhaft. Echt traumhaft. Oh, schaut es euch an. Wie klasse das aussieht. Hier haben wir die Einlage. Und da oben sieht man auch ein bisschen die Kräuter. Das ist perfekt. Das als Frühstückswurst oder als Fleischkäse ganz lecker. Klasse. Weiter so. Super Mario, einwandfrei. So, Frühstückswurst. Schaut sie euch an. Die sieht doch klasse aus. Und so schmeckt sie auch. Es ist wirklich super saftig. Und würde ich jederzeit wieder machen. Und ja, es ist wenig Arbeit und ihr habt eine geile Wurst. Was will man da noch mehr? Ja, diesmal war es ein bisschen ausführlicher. Wenn das kürzer sein soll, Bescheid sagen. So, als nächstes kommt wieder was für die Brotliebhaber. Ich habe mal probiert, ein tolles Brot in der Heißluftfritteuse zu machen. Und ich muss euch sagen, das ist zwar nicht so aufgegangen wie sonst, aber hammermäßig im Geschmack. Kann ich euch wirklich nur sagen. Ansonsten sage ich mal wieder, abonnieren nicht vergessen, nichts verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.